war der Flughafen ein Tor zur Welt. Und insofern ist das natürlich heute auch ein Abschied. Heute hat die Air France den letzten Flug gemacht. Damit ist der offizielle Flugbetrieb in Tegel eingestellt. Aber es gibt auch einen neuen Anfang. Wir haben vor einer Woche den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt eröffnet. Und auch in Tegel wird neue Zukunft entstehen. Hier entsteht ein neues Stück Stadt, mitten in Berlin. Danke Tegel und Glück auf für die Zukunft. Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Ja, in Tegel sind die Türen für immer zu, aber am neuen Hauptstadtflughafen in Berlin gehen die Türen auf. Eine neue Ära hat begonnen, aber wir wollen heute in der Ausgabe Nummer 9, in der alles anders ist, vielleicht die ein oder anderen Gefühle, vielleicht die ein oder anderen kleinen Anekdoten erfahren. Und vielleicht an dieser Stelle, wenn Sie sich wundern, was hier dieses Setup heute soll, für die normalen Podcast-Kunden klingen wir wie immer. Aber für die YouTube-Kanal-Besucher, das hier ist mein Urlaubsort, der durch Corona ein bisschen länger, aber mittlerweile zum Studio umfunktioniert, jetzt unser Podcast zu Hause geworden ist. Deswegen auf diesem Wege, es ist ein langer Weg der IP-Pakete bis hierher. Es könnte sein, dass die Bilder vielleicht ein bisschen ruckeln, aber dafür haben wir umso mehr Videos, Fotos, Interviews, lauter schöne Teile, die diesen Tegel-Berliner Hauptstadt-Flughafenwechsel bebildern können. Aber wir brauchen natürlich auch ein richtiges Bindeglied. Und zwar den Mann, der die Geschichten erzählt, der alles miterlebt hat. Und Andreas Späth, den Sie bestens mittlerweile kennen, hat alle Veranstaltungen mitgemacht, hat sich alle Goodiebags mitgenommen, an jedem Sektglas einmal kurz genippt. Natürlich nur ganz kurz und hat jetzt für uns die ultimativen 30 Minuten, die uns die Möglichkeit geben, Luftfahrtgeschichte in Form eines Audio- oder Videopodcasts zu hören. Andreas, schön, dass du wieder für uns Zeit hast. Ich glaube, für dich ist hier auch ein großes Stück Geschichte zu Ende gegangen. Und ich könnte mir gut vorstellen, so lange wie du schon Aviation-Journalist bist, dass so etwas nicht spurlos an dir vorübergeht. Also ich gestehe, ich habe schon die ersten Tage jetzt, nachdem ich so dieses intensive Wochenende in Berlin hatte, mir noch aufgezeichnete Bye-Bye-Tegel-Filme angesehen, jetzt jeden Abend, weil gab es in Berlin in den dortigen Sendern einige ganz schöne Dokumentationen. Ich habe schon ein ganz starkes emotionales Gefühl, wie eben besonders dieser Flughafen war, sowohl architektonisch, aber eben auch emotional für die Menschen dort. Das war am Wochenende auch sehr klar zu spüren. Und das sozusagen, das zu verarbeiten, hat mich in der Tat ein bisschen Zeit gekostet. Okay. Du hast uns auf jeden Fall eine Menge Fotos mitgebracht, Videos mitgebracht, ganz kurze Interviews. Das wollen wir uns jetzt alles in den nächsten 30 Minuten anhören. Und ich würde sagen, wir fangen eigentlich mit der ersten Veranstaltung an, die ja nicht die Schließung des Flughafens war, sondern quasi die Eröffnung des neuen Flughafens. Und das Interessante ist, dass du bei diesem Erstflug den ersten offiziellen Flug zum neuen Flughafen nicht in einem Lufthansa-Flugzeug saßt, sondern in einem EasyJet-Flugzeug. Wie ist denn das entstanden? Ja, eigentlich ganz folgerichtig, weil der Platzhirsch in Berlin ist nun mal nicht die Lufthansa, sondern EasyJet. Die sagen ganz klar, und das stimmt auch, sie sind Marktführer in Berlin. Das behauptet zwar die Lufthansa auch, aber bei Lufthansa ist es sehr spitzfindig, weil es sich auf die Lufthansa-Gruppe bezieht. Also Eurowings, Swiss, Austrian einbezieht. Und das ist dann immer noch die Frage, ob das wirklich stimmt. Aber EasyJet hatte wirklich mehrere Dutzend Flugzeuge auf bisher 2 Orten in Berlin, nämlich Schönefeld und Tegel, stationiert und hatte also Millionen von Passagieren im Jahr, weil die eben ganz massiv damals von Air Berlin Strecken und Routen und auch Passagiere übernommen haben. Deswegen ganz klar, der Home Carrier in Berlin ist EasyJet. Und deswegen war es auch folgerichtig, dass die sozusagen diesen Innerberliner Eröffnungsflug vorgenommen haben, der eben von der bisherigen Basis Tegel ging zum BER.
Okay, und das Besondere dabei war, es war ja geplant, dass Lufthansa und EasyJet gleichzeitig landen, aber daraus wurde nichts. Das war sehr spannend, weil wir haben erstaunlicherweise ich habe mit einem Freund, der in München saß, in der Lufthansa-Maschine zum BER, also wir sollten ja gemeinsam, wie gesagt, simultan landen auf dem BER, und der hatte mir also noch eine Nachricht geschrieben, wir starten jetzt auf meinem Handy, und genau in demselben Moment starteten wir auch gerade. Und ich dachte, das ist ja absurd, weil Tegel ist 36 Straßenkilometer entfernt vom BER, ich habe extra nachgeschaut, während natürlich München etliche 100 Kilometer entfernt ist vom BER. Und ich dachte, warum starten wir auch gleichzeitig? Macht ja gar keinen Sinn, weil wir sind ja quasi in wenigen Minuten am BER, und die Münchner brauchen sicher fast eine Stunde mindestens. Das war mir nicht ganz klar. Und deswegen haben wir also eben auch lange dann gekreist, irgendwo über Brandenburg mit der EasyJet, mit dem EasyJet-Flugzeug. Es war eine A320 Neo, deren allerneuestes Flugzeug. Im Übrigen, die Lufthansa-Maschine war auch eine A320 Neo. Also beide wollten sozusagen zeigen, dass sie jetzt umweltfreundlich arbeiten als Fluggesellschaften und eben das Neueste, was sie haben, eben auch deswegen auf diesen Erstflug schicken. Und ja, deswegen habe ich in der Tat, wurde uns schon angesagt, als wir auf dem Flug in den Warteschleifen hingen bei EasyJet, ja, jetzt schauen Sie mal irgendwie links oder gleich rechts raus, es kommt gleich die Lufthansa. Und das war spannend, weil du hast ja gesehen, da war wirklich dieser Hauptstadtflieger, die haben extra diese Beklebung ja gemacht, Hauptstadtflieger, hat man dann später gesehen. Das war also auch schon ein speziell, deswegen ja wirklich vorbereitetes Flugzeug. Und zu wissen, da oben sitzen diverse Kollegen von mir und Carsten Spohr, und ich sitze hier unten und gleich wollen wir gemeinsam landen und BER eröffnen. Das war also schon ungewöhnlich. Okay, aber Andreas, jetzt musst du mir ganz kurz erklären, ich habe in der Presse ein bisschen so mitbekommen, dass da so eine kleine Häme entsteht, dass die Lufthansa es nicht geschafft hat, als Erster auf diesem Flughafen zu landen. Warum ist es so wichtig, der Erste zu sein bei einer offiziellen Eröffnung? Also ich glaube, es ist nicht so wichtig, das behauptet auch keiner. Es ist eher wirklich so ein kleiner, besonderer Anlass, wenn man weiß, wir waren sozusagen als deutsche Airline auch dann auf unserem neuen Flughafen in Deutschland die Ersten. Das war schon witzigerweise 1992 in München, im Erdinger Moosloh, damals München 2 genannt, ursprünglich der neue Flughafen damals in Bayern, in München. Da hat auch morgens um irgendwie kurz vor 5 ein Pilot des damaligen Ferienfliegers Aeroloid, der irgendwie vom Mittelmeer kam, über Nacht mit Passagieren, ganz keck, ist er irgendwie 5 Minuten gelandet, bevor irgendwann der erste Sonderflug von Lufthansa rausgehen sollte, und so war er irgendwie der allererste, der landete. Und das war jetzt ein bisschen ähnlich. In diesem Falle war es dem Wetter geschuldet und dann der Flugsicherung, die eben entschieden hat, die Sichtminima waren zu gering. Darum gab es keine Parallellandung, wie eigentlich geplant war. Und dann wurden wir als EasyJet einfach zuerst auf die Piste gelassen. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen Zufall letztlich. Auf jeden Fall sind wir deswegen als Erste gelandet, und zwar etliche Minuten, bevor dann die Lufthansa hinter uns folgte. Okay, also heute wissen wir, was dann vielleicht eines Tages, wenn es mal in den Geschichtsbüchern auftauchen sollte, was da der Hintergrund ist. Also das heißt, dann seid ihr als erstes gelandet, und dann gab es natürlich schon nicht die ersten Schnittchen und auch nicht die ersten Getränke, sondern die erste offizielle Ansage. Allein an diesem neuen Berliner Flughafen gelandet zu sein. In Kürze werden wir von der Flughafenfeuerwehr mit einem Wassersalut begrüßt, der sogenannten Flughafentaufe. Wir bedanken uns, dass Sie heute unsere Gäste waren auf diesem besonderen EasyJet-Flug. Wir haben Sie sehr gerne betreut und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie uns gewogen und auf Wiedersehen. Ja, also wir hatten ja am BER eine erhebliche Rollstrecke am Boden, weil einfach natürlich der BER ziemlich groß ist, vor allem verglichen mit Tegel, wo wir ja gerade erst herkamen. Und es war auch ein bisschen bizarr, weil wir saßen ja in einer EasyJet-Maschine und wir rollten, also wie man hier auf dem Video auch sehen kann, eben minutenlang an abgestellten, eingemotteten EasyJet-Flugzeugen vorbei, die eben zu der Flotte von ehemals 34 Flugzeugen gehören, die EasyJet in Berlin stationiert hat und auch noch im Moment ja physisch dort stehen, wobei sie ganz klar sagen, jetzt ab Dezember werden sie nur noch mit 12 davon überhaupt fliegen, weil einfach klar ist, im Moment brauchen sie nicht mehr. Und die Frage ist, wie das langfristig weitergeht. Sie wollen im Sommer wieder ein paar mehr benutzen, nächsten Sommer. Aber deswegen war es so ein bisschen auch quasi, wenn man so will, ein Requiem auf EasyJet. Und wir hatten einfach auch eine lange Strecke zu rollen, weil wir kamen von der Bahn, also dann allen am Tower vorbeigerollt, an den Abstellpositionen, all diese eingemotteten Flugzeuge, die hinter Bauzäunen mit abgehängten Triebwerken da schon länger stehen, und dann irgendwann vor das Gebäude gerollt. Genau. Und ich glaube, du hast ja dazu auch ein Interview mit dem Geschäftsführer gemacht, also mit dem CEO, oder hat der quasi nur zu allen gesprochen? Wollen wir da mal kurz reinmachen? Now this is an essential flight because we're actually relocating all the aircraft, you know, from Tegel and Schönefeld to Brandenburg. Now you can imagine the whole exercise of just moving from one airport
to another. But to move two airports to one airport in these circumstances has been exceptional. And we'll continue to put a lot of focus and a lot of attention on Berlin. This remains one of the most critical, bases that we have in our network. We've been operating here since 2004. And last year, to put that in context, we had 12 million customers who were traveling with us. We can't wait before we get that 12 million customers coming back to ourselves. Johan Lundgren ist Schwede und es ist auch lustig in einer gewissen Weise, dass also ein englischer, aus England stammender Billigflieger mit österreichischen Kennzeichen, einem schwedischen Chef, dann aber sozusagen diesen Inner-Berliner Flug als der Marktführer in Berlin durchführt. Das per se fand ich schon mal irgendwie typisch für europäische Luftfahrt heutzutage, was ja auch eine gute Sache ist, ja Deregulierung, weil es hätte halt früher nur eben eine deutsche Airline gedurft, in Deutschland irgendwelche Flüge anbieten in der Form. Also das ist wirklich auch, zeigt sich, wie sich hier in den letzten 20, 25 Jahren die europäische Luftfahrt weiterentwickelt hat. Und er hat auch gesagt bei dieser kurzen Rede im Flugzeug, dass er wirklich auch eine Menge auf das Thema Nachhaltigkeit weitersetzt. EasyJet ist eine der ersten Airlines überhaupt in der Welt, die ganz konkret als Airline mit Instituten und Wissenschaftlern Forschung an Elektroflugzeugen vorantreibt und da auch ziemlich ehrgeizige Pläne hat. Glaubst du, dass es ein gutes Verkaufsargument ist, auch für die Passagiere, dass die sagen, okay, da gehe ich lieber zu EasyJet, weil die Lufthansa macht nicht zu viel für erneuerbare Energien oder für klimaneutrales Fliegen? Also auf jeden Fall ist es sicherlich auch nach außen eine gute Geschichte. Es gab ja auch viele Beschuldigungen von Umweltschützern, die sagen, das nennt sich Greenwashing bei den Airlines, die also jetzt mit solchen Initiativen, die sie groß vor sich hertragen, renommieren und eben Sympathien gewinnen wollen. Aber die Frage ist halt dann wirklich, wie ernsthaft wird das betrieben? Lufthansa war da mal führend, gerade bei Biosprit. Das haben sie so ein bisschen abgegeben, diese Rolle. Und deswegen ist es auch dann zumindest gut, dass andere große Airlines da jetzt ein bisschen in die Bresche springen. Wir sehen jetzt gerade auf diesem Video da, wie ihr reinrollt, dass da irgendwie auf dem Terminal weiße Kugeln hängen. Ist das irgendwie auch ein Schmuck gewesen für euch zur Begrüßung oder was ist das? Ja, das ist das berühmte Gate 1718 am BR. Und die weißen Kugeln sind ein Kunstwerk, das ist Kunst am Bau. Und diese Kugeln hängen da schon seit 6 Jahren. Das wird nicht weggeräumt. Nein, das wird nicht weggeräumt. Ist das Kunst oder kann das weg? Nein, das ist Kunst, das kann nicht weg. Und das hängt da auch schon absurderweise seit 6 Jahren. Jetzt aber endlich konnte es zeigen, was es sozusagen können soll. Denn der Künstler hat sich ausgedacht, dass diese Kugeln unterschiedlich leuchten, je nachdem, wo das Flugzeug, das sich annähert, gerade steht. Und die ganze Geschichte dieses Gates ist wirklich in einem, sozusagen auf Englisch in a nutshell, also auf ganz kurze Weise verkürzt, illustriert sehr schön das gesamte Dilemma dieses BR. Ich will es ganz kurz beschreiben, nicht zu lang, aber man hat eben überlegt, Anfang der Bauplanung am BR, natürlich brauchen wir eine Hauptstadt A380 Gate. Das war also Anfang der 2000er Jahre und da war halt so klar, dass natürlich die A380 die Zukunft sein müsste. Aber dann gab es also 2 Brücken, 2 Gates waren vorgesehen und zwar irgendwie da, wo die Lufthansa sein sollte und noch woanders. Dann war Lufthansa eifersüchtig, dachte, es kann nicht angehen, dass ihr ein A380 Gate baut, wo in Bereichen, wo wir gar nicht sind, sondern dass sozusagen andere Airlines auch die Möglichkeit bekommen, A380 hier anzudocken. Das wollen wir nicht. Daraufhin haben die gesagt, ach egal, wir werden das Ganze einfach bleiben lassen, wir brauchen das eh nicht. Und es wurde dann gestrichen aus der Planung, ein A380 Gate überhaupt zu bauen. 2008 aber dann hat der Aufsichtsrat plötzlich kam zu der Erkenntnis, also es kann nicht angehen, dass wir einen Hauptstadtflughafen bauen ohne A380 Gate. Dann wurde also wieder neu geplant. Man sagt, es hat fast 1 Jahr gedauert. Also die Planung und auch sogar die Bauarbeiten wurden fast auch deswegen so lange unterbrochen, weil man eben neu planen musste, wo kommt das jetzt hin. Und Air Berlin, die ja damals eigentlich der Berliner Heimat-Carrier, die Heimat-Airline waren, wie der Name ja auch schon sagt, die haben damals mit dem Flughafen besprochen, natürlich brauchen wir ein A380 Gate, weil unser Allianzpartner bei oneworld, die Qantas, irgendwann mit der A380 nach Berlin kommen wird. Und das war dann Grund genug, zu sagen, wir bauen ein neues A380 Gate, und zwar im Bereich der Air Berlin. So. Was haben wir jetzt? Es ist 2020, jetzt macht der BER endlich auf und jetzt ist Air Berlin schon lange Geschichte und die A380 neuerdings ist auch Geschichte. Also mit anderen Worten, das Denkmal eines grandiosen Scheiterns und einer unglaublichen Umwälzung in der Luftfahrt. Da könnte man ja gleich Denkmalschutz draufschreiben. Und das garniert mit Aktionskunst am Bau, genau. Okay, das ist eine wunderbare Möglichkeit, eine gute Überleitung. Denkmalschutz, lass uns jetzt quasi gedanklich ans nächste Wochenende gehen, denn da warst du, wo der Denkmalschutz jetzt wirklich seit wenigen Tagen gilt, nämlich am alten Flughafen Tegel.
Ich bin da am Samstagnachmittag angekommen, da war zum Glück, und das kann man wirklich nur nicht hoch genug dem Schicksal verdanken, grandioses Wetter, das ganze Wochenende, also Samstag und Sonntag. Und da war wirklich alles los, da war richtig Volksfest. Auf allen Bussen stand Danke TXL und Abschied von Tegel, 7. November 2020. Und die Busfahrer, die sonst in Berlin oft so ein bisschen unfreundlich und raubeinig manchmal sind, die waren plötzlich die Freundlichkeit selbst. Die haben extra angehalten, die haben posiert für Fotos, die haben gelacht und gewinkt. Und also das war auch eine ganz neue Berliner Erfahrung für mich, weil ich bin als Hamburger oft so ein bisschen etwas erstaunt, wie rau es in Berlin wirklich zugeht, auch bei Busfahrern vor allen Dingen. Und das ist da also an dem Tag ganz anders gewesen. Das zeigte eben auch schon, wie Tegel und der Abschied von Tegel bei allen und vor allem bei ehemaligen Westberlinern eben die Herzen geöffnet hat. Thema Emotionalität. Wir haben ein kurzes Stück von dem Bürgermeister Müller, der da eine Ansprache hält. Hat man bei dem auch ein bisschen diese Öffnung gemerkt, wie du sie bei den Busfahrern gerade beschrieben hast? Ich glaube, wir spüren das alle, das ist ein historischer Tag, an dem wir zusammenkommen. Das muss man so sagen. Herr Müller ist sonst oft auch so ein bisschen hölzern und ist also ein bisschen drischt Politikerphrasen. Und hier hat er als einziger an dem Tag frei geredet und hat wirklich irgendwie von Herzen gesprochen. Er ist eben auch alter Westberliner. Und ich glaube, wenn man in Westberlin zu Teilungszeiten, zu Mauerzeiten gelebt hat, ich war nur als Besucher in der Zeit dort, auch über den Flughafen Tegel, aber wenn man da gelebt hat, war ganz klar, der Flughafen Tegel wirklich das einzige Tor zur Außenwelt, wo ich wusste, hier komme ich ohne Schikanen durch DDR-Grenzer in den Westen. Und das war schon auch symbolisch eine ganz wichtige Sache. Und deswegen gibt es ja auch noch diese paar Mitarbeiter, die mit der Gitarre sich dorthin gestellt haben und zum Singen angefangen haben. Also etwas, was man, glaube ich, in München nicht gesehen hat. In meinem Revier war nie wirklich weg, wieder in Tegel zu sein. Das war also auch sehr beeindruckend, weil das, glaube ich, relativ spontan war. Da waren diese Mitarbeiter in roten Westen und Pullovern, die waren sozusagen eher so das Infoteam vorher. Die haben da auch noch Passagiere da waren, die irgendwie informiert über den Umzug und was sie machen müssen, wo sie hingehen müssen. Man sieht ja auch in dem Video schön diese Frau, die ganz links steht, von der Sicherheitskontrolle, die hatte diese gelben Warnweste, die war also über und über mit Unterschriften zum Abschied von ihren Ex-Kollegen übersät die Weste. Und die ist ja richtig ganz wild eingestiegen, hat dann wirklich ihre Haarpracht geschüttelt, ist dann mitgesungen und gerufen. Und also das war wirklich ein spontanes Happening, was ich sehr beeindruckend fand. Ich habe Samstagabend im Terminal auch noch einen spannenden Zeitzeugen getroffen und ihn auch interviewt. Das ist Olaf Fritsche, der hat eine lange Luftfahrtkarriere hinter sich und der war, ich glaube ab 2009, war er für 8 oder 9 Jahre Stationsleiter für Langstrecken der Air Berlin in Tegel, was ja durchaus eine ziemlich harte Aufgabe war, weil Tegel ja noch gar nicht für große A330 Langstreckenflugzeuge ausgelegt war, weil einfach auch kaum Platz war für diese Flugzeuge. Zumal Air Berlin nicht nur 1 oder 2, sondern ein halbes Dutzend da stehen hatte manchmal. Und mit ihm habe ich gesprochen, das hören wir am besten jetzt mal. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher Winter das war. Hatten wir extrem schlechte Witterungsbedingungen auf dem Vorfeld, gerade im Bereich Terminal C2 und C1 und an den Langstreckenpositionen. Das war so vereist, da haben wir ein 330 händisch rausgedrückt. Händisch? Also die Schlepper davor und ungefähr 25 Mitarbeiter haben am Flieger geschoben, weil die Parkposition ist ein bisschen abschüssig. Ja. Und wir haben mit dem Schlepper den Flieger allein nicht rausgekriegt. War ein Miami-Flieger und alle haben wir gelacht, bei diesem Dreckswetter hier fliegt der Flieger jetzt in die Sonne und wir kriegen ihn nicht in die Sonne geschoben. Der Schlepper hatte zu wenig Traktion wahrscheinlich. Richtig, weil es zu vereist war. Wie konnten das denn ausgerechnet Mitarbeiter auf Schuhsohlen besser als der Schlepper? Die Masse hat es gemacht. 25 Leute ja, etwa? Genau. Also haben die irgendwie am Fahrwerk angefasst? Am Fahrwerk, am Bugfahrwerk und am Hauptfahrwerk haben die Kollegen mitgeschoben. Und das macht den Unterschied? Dann ging es wirklich voran? Das ging voran, ja. Wir bilden es uns zumindest ein, dass wir den Flieger händisch rausgedrückt haben. Und warum war das in einer gewissen Weise irgendwie typisch für Tegel? Wäre das an einem anderen Flughafen vielleicht nicht passiert? Oder? Nee, weil wir Künstler im Improvisieren waren, wie immer in Tegel. Wir haben ja die ganzen Jahre, seitdem Tegel existiert, oder zumindest seit dem Mauerfall und der rasanten Verkehrsentwicklung, wurde ja in Tegel improvisiert ohne Ende und eigentlich immer gut improvisiert, sodass die Gäste kaum mitbekommen haben. Hut ab vor den Kollegen, die hier ihren Job gemacht haben. Da hat er vollkommen recht. Und diese technischen Probleme, die er angesprochen hat, ich glaube, du hast ja auch noch eines der letzten Brückenprobleme auch noch mitbekommen beim 350er.
Genau, das war irgendwie sinnbildlich, die ganze Szene, dann als das Flugzeug abdocken sollte. Denn hier am Gate 1 haben sich ganz klar Technologie von 2020 getroffen mit Technologie von 1974, als Tegel aufgemacht wurde, weil die Fluggastbrücke hat geruckelt. Die hat sich erstmal nicht richtig bewegt, dann irgendwie in die falsche Richtung bewegt, dann nicht genug bewegt, dann musste sie wieder zurückgefahren werden. Also das war so ein kleines Brückenballett. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt bitte nicht einen Defekt mit dieser Brücke, dass sie jetzt hier nicht wegkommen. Das wäre wirklich A, peinlich und B, auch ein bisschen blöd für den ganzen Ablauf. Aber es hat dann geklappt und der Brückenfahrer hat sich so ein bisschen wirklich hin und her rangiert und so ein bisschen offenbar der Brücke nochmal guten Mut zugesprochen. Und irgendwann hat sie dann einigermaßen so halb galant, etwas ruckelnd, dann wirklich auch sozusagen das Flugzeug freigegeben und konnte dann also entsprechend weggerollt werden. Und wenn wir jetzt den Herrn Fritsche zitieren würden, dann hättest du wahrscheinlich beim Rausschauen gesehen, 25 Mitarbeiter, die die Fluggastbrücke hochheben, damit sie quasi noch genau auf die richtige Höhe kommt. Nein, das nicht, aber zum Glück hat es noch die Automatik geschafft, aber dann ist ja auch roh gewesen. Das war der letzte Einsatz in der Form. Wunderbar. Wir haben ja hier auch noch Fotos, wo zum Beispiel so schöne Gedichte angeklebt waren auf diesem Aufgang hinauf. Da gab es Menschen, die offensichtlich Gedichte oder auch Briefe an den Flughafen geschrieben haben und dann an die Wand geklebt haben. Das war sehr beeindruckend. Da hängt sowieso schon seit 40 Jahren eine Emaille-Tafel, die irgendwie Pan Am dankt für ihre Pionierrolle in Tegel. Und jetzt an dem Abend halt war das quasi so eine Art Gedenkstätte für die Leute. Und da hängen wirklich, ich will mal sagen, relativ herzzerreißende Abschiedsbriefe an Main Tegel von langjährigen Mitarbeitern. Also das war wirklich auch ganz beeindruckend, weil es halt so wirklich aus dem Volk in Anführungsstrichen kam. Das war also überhaupt nicht irgendwas, was da jetzt der Flughafen inszeniert hätte oder was irgendeine Werbeveranstaltung war, sondern das kam von Herzen und war handgestrickt, handgeschrieben, an die Wand geklebt, auf dem Zettel. Das fand ich sehr beeindruckend. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Input. Gut, Andreas, dann lass uns jetzt kurz dieser Szene widmen, wie du dann aufs Rollfeld rausgegangen bist. Und hier sieht man, wie du quasi den Damen hilfst, die schweren Taschen abzunehmen. Also es ist natürlich jetzt keine Tasche, keine Einkaufstasche, sondern Goodie-Bags, die du dann von Air France bekommen hast. Also gib uns einmal so ein Gefühl, wie du da rausgehst auf diesen Apron und weißt, du bist der letzte Passagier, der da offiziell rausgeht. Ja, ich war ja schon sozusagen geübt. Das ist das Gate C38. Das ist so ein bisschen das Paradegate in Tegel, weil einfach das Flugzeug da auf dem Vorfeld draußen dann parkt, und zwar genau vor der perfekten Kulisse des Towers. Und ich war schon genau eine Woche zuvor auf dem gleichen Gate eben durch diesen überdachten Gang geschritten und hatte auch da schon einen Goodie-Bag entgegengenommen, nämlich von EasyJet auf diesem Flug erstmal zum BER. Bei EasyJet am Samstag, den 31. Oktober, gab es eben auch erstmal ein ganz tolles Goodie-Bag mit der schönen Aufschrift Been Bear, Done That, also mit BER geschrieben, Bear. Da war eine ganz tolle Sache drin, unter anderem nämlich diese Maske. Also es hat sich echt Mühe gegeben, EasyJet. Sie haben nämlich wirklich ganz viele Dinge speziell gebrandet für diesen besonderen Tag. Und hier auf dieser Maske, man kann es ja auch sehen, glaube ich, steht eben auch drauf, First BR. Die haben sich echt Mühe gegeben bei EasyJet, am meisten von allen, muss ich sagen. Und jetzt eine Woche später bei Air France, da war das vor allem das Flugzertifikat drin, das es hier auch gab. Und das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Sammlerartikel sozusagen. Und da war sonst noch irgendwie ein paar Macarons, also diese französischen Konfekte drin. Und dann war da noch ein Gepäckanhänger drin. Und also da war auch ein bisschen drauf irgendwie Abschied von Tegel. Bei EasyJet waren das nur geladene Gäste und Mitarbeiter. Während es bei dem Air France-Flug fast die ganze Economy Class war von normal gebuchten und bezahlt habenden Passagieren besetzt. Die ganze Business Class war überwiegend auch von Journalisten besetzt. Da haben auch viele sogar auf dem Flug dann live per Online und Livestream irgendwie berichtet. Andreas, bevor wir jetzt gedanklich einsteigen, ein Foto, das du kommentieren musst, weil da gibt es gleich mehrere Punkte, die etwas ganz Besonderes sind. Und wir haben ja auch einen Podcast, wo Leute jetzt das Video nicht sehen können. Beschreib doch einmal, was man auf diesem Foto alles sehen kann, weil eigentlich hast du ja nur den Boden fotografiert.
Ja, das ist extrem besonders. Und ich fand es generell sehr faszinierend, dass da eben noch auf dem Boden bei fast allen Gates diese unglaubliche Bandbreite an Flugzeugtypen auf dem Boden markiert ist, wo entsprechend das Bugrad eines bestimmten Typs stehen muss, um an dieser Brücke anzudocken. Und da haben wir wirklich quasi die gesamte Luftfahrtgeschichte seit den 60er Jahren verzeichnet. Da findet man die Caravelle, die Boeing 720, die Boeing 707 und wirklich alle möglichen, die Beech 111, also auch viele Flugzeuge, die durchaus typisch waren für den Berlin-Verkehr, aber auch andere, die da nie aufgetaucht sind, wie die Boeing 747, also an so einem Gate nahezu nie gestanden. Es gab ja auch kaum jemals ganz selten eine 747 in Berlin. Und an diesem Morgen hier ist mir aufgefallen, dass hier sogar auch noch, also das hatte ich schon vorher gesehen, dass noch Concorde drauf stand. Und jetzt zum Abschied hatten sie vor wenigen Tagen in ganz frischem Gelb erst ganz nah am Gate, also als nächstes zum Gate gelegene Position, A359 dahin gepinselt, was natürlich für die A350 steht, die ja am Samstagabend tatsächlich einmal und nie wieder am Gate 1 angedockt hat, auf diesem Lufthansa-Letztflug nach München. Und das ist sicherlich weltweit einmalig, dass es ein Gate gibt, an dem sich Markierungen finden für die Bugradposition von Flugzeugen von der Concorde bis zur A350. Und das ist auch wirklich, das Bild habe ich auch auf Twitter veröffentlicht, ist wirklich viral gegangen, weil es wirklich auch alle Flugzeugfreaks unglaublich fanden, wie ich auch. Gut, also dann lass uns jetzt ins Flugzeug einsteigen. Wir sehen die Crew, wir sehen die Crews übrigens auch mit interessanter Bekleidung. Und es ist jetzt wenige Minuten, bevor dieser letzte Flug in Berlin startet. Natürlich hat Air France eine reiche Geschichte. Es gibt auch in Paris, nicht öffentlich, aber die haben ein ganz tolles Firmenmuseum, Musée Air France. Aus diesem Museum haben sie extra sich für diesen Flug aus Berlin jetzt, aus Tegel, für den Letztflug, haben sie sich 2 historische Uniformen kommen lassen, eben gerade die 1960 getragen wurden. Und 2 der Damen jetzt von der Kabinenbesatzung haben am Sonntag diese historischen Uniformen von 1960 getragen, mit diesem tollen Pillbox-Hütchen, was damals gibt auch viele berühmte Bilder von Jackie Kennedy, der damaligen Frau von eben John F. Kennedy, dem US-Präsidenten. Das war so wirklich die Top-Mode der frühen 60er. Und das sah toll aus jetzt auch, und das ist eben auch kein Zufall gewesen, diese Uniform, weil die Air France im Januar 1960 ja damals überhaupt die allerersten Passagierflüge nach Tegel durchgeführt hat. Zunächst mit der Super Conny, aber dann sehr schnell, und das war auch das Ziel, haben sie das übernommen oder übergeben an die Caravelle. Das war das erste Düsenflugzeug, was auch im Berlin-Verkehr flog, und überhaupt das erste eigentlich in größerem Maße fliegende Düsenverkehrsflugzeug. Und damit begann eben der Passagierdienst in Tegel, damals im ganz kleinen, heute noch sichtbaren Mini-Terminal Tegel Nord. Auf der anderen Seite des Flughafens, der Landebahn, die kann man aber heute noch sehen, ganz gut von außen auch, ist heute das Regierungsterminal gewesen zuletzt. Also als wir in der Maschine saßen und auf den Start warteten, da war erst noch ein großes Hubschrauber-Ballett von der Bundespolizei mit Super Puma-Hubschrauber neben dem Flugzeug, war toll zu sehen. Und dann kam der Kapitän aus dem Cockpit, Michel Rüsch heißt er, und stand vorne in der Kabine, ein stattlicher Kapitän, wie man ihn sich vorstellt, jung und dynamisch, und hat dann aber hinter seiner Maske, weil das natürlich streng ist bei Air France, es wurde sogar jedem einzelnen Passagier extra eine eigene Maske, eine neue Maske ausgehändigt, weil Air France vorschreibt im Moment, dass alle an Bord so eine blaue Operationsmaske tragen, und die mussten auch alle aufsetzen, und die Crew hat natürlich diese Masken auch auf, und da hat der Kapitän Michel Rüsch eine Ansprache gehalten, und zwar zuerst auf Deutsch. Ganz herzlich an Bord dieses Airbus 320. Im 1960 landete hier eine Lockheed Constellation von Air France. Wir waren die erste Fluggesellschaft, die Tegel bediente. Heute sind wir die letzte, die abfliegt. Wir freuen uns sehr, diesen Moment mit Ihnen zu teilen. Tegel wird für immer im Herzen der Berliner bleiben. Wir sagen Danke, Tegel. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Flug. Nachdem wir also endlich das Gate verlassen konnten, sind wir erstmal auf eine ganz große Flughafenrundfahrt gegangen mit dem Flugzeug und sind einmal ganz außen rum. Das ist das Besondere an Tegel, was wir auch deswegen Piloten Tegel so geliebt haben, weil man eben immer Platz hatte und sozusagen auch jede Parkposition am Gate von allen Seiten erreichen konnte. Und wir sind also hier sozusagen eine Art Ehrenrunde gedreht in Tegel und sind eben mit der A320 von Air France einmal ganz ums ganze Gebäude, ganz komplex rumgerollt, auch über diese Rollbrücke, die über die Straße
Straße führt. Da hat sogar der Pilot einen Moment angehalten. Ich denke mal so vielleicht für 2 Minuten haben wir da gestanden, damit eben alle Leute noch mal ein Bild machen konnten. Es haben alle gewinkt, haben an den Zäunen sich gedrängt, weil das war eben sozusagen der Platz, wo das Gemeindepublikum wirklich Tegel den letzten Flug noch mal sehen konnte, weil die Terrasse war bereits geschlossen, nur für Presse geöffnet. Und das war hier eben auffällig. Da haben Hunderte davon auf dem Parkhaus gestanden, an den Zäunen gestanden. Das war sicherlich auch sehr emotional, weil das wirklich der Abschiedsmoment war für die meisten Menschen. Und dann kam sozusagen diese große Zeremonie, die ja eben unvermeidlich ist bei allen wichtigen Anlässen. Da hat die Feuerwehr also aus allen Rohren gespritzt und sozusagen Salut und Verabschiedung gespritzt. Und es ist so üblich, sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz in der Luftfahrt, dass die Erstlandung eines neuen Fluges, also einer neuen Verbindung oder einer neuen Airline generell oder auch eines neuen Flugzeugtyps an einem Flughafen. All diese Anlässe rechtfertigen normalerweise im internationalen Gebrauch eben eine solche Feuerwehrsalutfontäne. Und das sah toll aus, weil wir eben genau sozusagen in die untergehende Sonne reinrollten, auch da rein schauten und sozusagen gegen die Sonne, gegen den schon tief stehenden Sonnenball eben diese Fontänen zu sehen. Und dann irgendwann wurden die Scheiben also natürlich völlig nass und man sah nichts mehr, weil die Schliere des Wassers da runterrannen. Aber das war irgendwie ein toller Moment. Wieder eine relativ lange Strecke gerollt, bis wir dann endlich an Pistenende standen. Dadurch, dass eine ziemlich ungewöhnliche Ostwindwetterlage war, ist der Flug eben auch andersrum gestartet als die meisten Flüge in Tegel, weil meistens herrschte Westwind. Das wiederum hatte zur Folge, dass die meisten Leute wie ich auch auf der eigentlich falschen Seite des Flugzeuges saßen. Wir konnten eben von Tegel gar nicht mehr so viel sehen dann beim Start. Aber gut, man kann nicht alles haben, dafür hatten wir vorher den besten Blick. Und ja, dann irgendwann war einfach klar, jetzt starten wir, jetzt ist Ende. 15:39 Uhr Ortszeit am Sonntag, den 8. November 2020, ist Air France Flug AF 1235 in Tegel abgehoben und das war das allerletzte Mal. Okay. Ja. Eigentlich war aber geplant, noch irgendwie eine Schleife dann über den BER zu drehen. Und da hat mir ein befreundeter Fluglotse erzählt, dass dafür anscheinend die Air France irgendwie zu wenig Sprit hatte. Kann ich mir nicht ganz erklären, aber das hat er mir erzählt. Also deswegen wurden wir nicht mehr, in den Genuss kamen wir nicht mehr eines Rundfluges oder einer Schleife oder einem Überflug über den BER. Aber auch so waren wir auf dem Weg nach Paris, wurden also noch sehr schöne Ausblicke und auch wirklich schön beleuchtete Wolken verwöhnt. Also von daher, wir fliegen ja also selten im Moment, ist man schon mittlerweile ja dankbar, überhaupt über den Wolken zu sein. Und das eben auch so zu einem schönen Spätnahme, das Licht. Okay, up and away könnte man an dieser Stelle sagen. Wunderschöne Bilder. Andreas, gibt es eigentlich noch irgendwelche Flughäfen, die du in nächster Zeit bei der Eröffnung oder beim Schließen noch erleben kannst? Oder war das schon etwas, was für die nächsten, was auch immer, 5 oder 10 Jahre jetzt in Stein gemeißelt ist? Also mit Sicherheit nicht in Deutschland. Ich glaube, zu meinen Lebzeiten, da sind sich auch alle einig, egal wie lange ich leben werde, aber zumindest in den nächsten Jahrzehnte, wenn nicht überhaupt für immer, wird es in Deutschland nie wieder einen völlig neuen Flughafen auf der grünen Wiese geben. Das war eben 1992 der neue Flughafen in München und das war jetzt der BER, die quasi ja völlig neu, auch mit allem drum und dran, im Grunde aus dem Boden gestampft wurden. Und das wird es nie wieder geben. Und deswegen wird es auch in Deutschland zumindest auch nicht mehr die Schließung eines größeren Flughafens geben, weil man braucht die Flughäfen ja auch. Und das ist schon auch für mich ein besonderer Moment. Und mein Trost ist wirklich, und das finde ich wirklich wichtig, das zu wissen, dass eben seit kurzem dieses gesamte Ensemble von Tegel, was eben 1974 eröffnet wurde, unter Denkmalschutz steht. Und da wird demnächst in ein paar Jahren eine Hochschule einziehen. Aber das Gute ist eben, diese besonderen, also diese äußeren Formen und die Grundformen des Gebäudes, die dürfen nicht verändert werden. Also ich hoffe, dass auch künftige Generationen zumindest eine Idee bekommen von dieser ungewöhnlichen Architektur, die eben ein so klares Zeichen abliefert der damals extrem fortschrittlichen, innovativen Formensprache dieser Architektur. Okay, und wenn in Zukunft dann irgendwelche Studenten sagen, ich bin heute rausgeflogen, dann heißt es nicht, dass sie quasi nicht mehr studieren dürfen. Diese Wünsche habe ich verstanden. Für den alten Flughafen gibt es etwas, was du dem neuen Flughafen auch wünscht, weil ich glaube, der braucht ja auch möglicherweise die ein oder andere gute Segnung.
Ich wünsche uns allen, dass wir bald wieder mehr fliegen und reisen dürfen, weil ich das Reisen und das Fliegen auch sehr, sehr vermisse. Und ich hoffe, dass der BER dann noch so funktional und ich finde auch durchaus relativ ästhetisch bleibt, wenn er also unter normaler Belastung steht, wie er jetzt gerade wirkte. Die Frage ist eben nur, wenn der Normalbetrieb mit normalen Passagierzahlen wieder läuft, wann läuft es da aus dem Ruder? Weil es ist absehbar, dass der BER zu klein sein wird irgendwann. Das wäre ja normalerweise jetzt schon gewesen. Und insofern hoffe ich nur, dass wir alle also als Passagiere weiterhin Vergnügen haben werden, den BER zu benutzen. Okay. Vergnügen ist genau mein Stichwort, Andreas, weil es war ein Vergnügen, mit dir heute zu plaudern. Da gibt es am Schluss nur noch die guten Glückwünsche. Einerseits für dein Buch. Wenn es vorbestellbar ist, dann gibt es das natürlich bei uns auch im Text zu sehen. Und ich glaube, Berlin können wir wünschen, dass der neue Flughafen auch wirklich einer Großstadt würdig ist. Ich danke dir für dieses würdige Interview. Es war eine Freude, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ebenso, Thomas, vielen Dank und für uns alle Happy Landings in Berlin. Always blue skies. Damit ist der offizielle Flugbetrieb in Tegel eingestellt. Danke Tegel und Glück auf für die Zukunft. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.